Heute machen wir Weihnachtskarten und zwar viele. Ich verwende für die Karten Designerpapier und nicht traditionelle Weihnachtsfarben, hauptsächlich Türkis und Blau. Für die Design-Sketche der Karten habe ich mich an Kendra's Card Challenge Nummer 12 orientiert. Das ist die laufende Challenge von Cards by Kendra. Kendra gibt jedes Quartal Kartensketche heraus für gemustertes Papier und man kann sich an denen orientieren und wenn man diese Kartensketche auch einreicht, kann man sogar was gewinnen. Aber Details dazu kommen gleich. Ich kann euch gleich vorweg verraten, dass nicht alle Karten in dieses Video gepasst haben. Es wird daher eine Fortsetzung geben. Mein Name ist Julia und ich bin begeisterte Kartenmacherin und Papierbastlerin aus Österreich. Willkommen auf meinem Kanal Julies Kreativschatzkiste. Also, wie gerade gesagt, machen wir heute einen Haufen Karten. Ich finde, sie sind alle wirklich schön geworden und es war eigentlich relativ leicht, auch diesen Sketchen zu folgen. Die aktuelle Card Challenge findet ihr auf dem Blog von Kendra. Ich habe euch oben die Internetadresse eingeblendet. Kendra hat aber auch einen YouTube-Kanal, Cards by Kendra, wo sie jedes Quartal alle Details der Challenge wirklich genau erklärt. Man lädt sich also da so ein PDF herunter und da sind die ersten Seiten die Schneidepläne für die 6x6 Inch Papiere. Danach kommen dann die Sketche für die Karten, wo genau aufgelistet ist, wie die geschnittenen Papierteile dann in die Kartensketche eingebaut werden. Zusätzlich braucht man immer Mattierungspapier und natürlich Kartenblankos. Auch das sieht man auf den Sketchen, wie ihr später sehen werdet, dann sehr gut. Auf der letzten Seite ist immer ein Übersichtsplan, wie die einzelnen gemusterten Papiere kombiniert werden, damit man sich ein bisschen orientieren kann, welche zusammenpassen müssen. Außerdem findet ihr hier auch die Liste der Preise, die man gewinnen kann. Ich habe noch nie bei so einer Challenge mitgemacht, habe mir aber einige YouTube-Videos dazu schon angeschaut und das hat mich immer gereizt. Also bin ich diesmal angegangen. Ich habe mir diese 6 Designpapiere ausgesucht. Wie gesagt, 15 x 15 cm messen sie. Es sollen Weihnachtskarten werden, daher ein bisschen weihnachtliche und winterliche Motive. Zusätzlich habe ich mir 15 Säcke aus Zellophan hergerichtet und beschriftet, damit ich die ausgeschnittenen Papierteile auch gleich richtig den Kartensketchen zuordnen kann und nachher alles schön griffbereit habe, wenn ich die einzelnen Karten zusammenbaue. Ich zeige euch jetzt anhand des Papiers A, wie das Zuschneiden funktioniert. Wenn euch das Zuschneiden der restlichen Papiere auch interessiert, es wird einen Teil 2 zu diesem Video geben und da wird das dann drinnen sein. In der Videobeschreibung findet ihr übrigens Timestamps für dieses Video. Das heißt, ihr könnt euch die einzelnen Karten gezielt aussuchen und dann zu der Stelle springen, wo ich diese Karten gestalten werde. So, jetzt aber zu Papier Nummer A. Ihr seht auf dem Sketch die Schere, das ist der erste Schnitt, den man machen muss. Die Angaben sind in Inch, aber ich glaube, die meisten Trimmer haben sowieso Zentimeter und Inch angegeben, deswegen war das nicht so schwierig. Und die Nummern auf den einzelnen Papierabschnitten, das sind die Sketche, zu denen diese einzelnen Papierabschnitte gehören. Ich habe also zum Beispiel die Rechtecke auf der rechten Seite in die Säckchen 2 und 4 eingeordnet. Die Pfeile, die ihr auf dem Zuschnittsplan seht, geben eine Information darüber, wie die Ausrichtung des Papierstückes auf dem finalen Kartensketch sein wird. Das ist vor allem für gemusterte Papiere mit richtungsgebundenem Muster sehr wichtig. Am leichtesten ist es natürlich, ihr sucht euch von vornherein Designpapier aus, wo es keine Richtung im Muster gibt. Ich bin jetzt gerade beim Zuschneiden von diesem Quadrat mit der Diagonale oben links. Hier markiere ich mir mit dem Bleistift die 3/4 Inch, die den Startpunkt der Diagonale darstellen. Anhand dieser Markierung und der Ecke des Rechteckes schneide ich mir dann diese diagonalen Teile zu. Und beide Teile kommen in Säckchen Nummer 1. Einen Hinweis habe ich dann noch am Anfang. Die Kartensketches sind eigentlich für das amerikanische A2-Format konzipiert, das heißt für eine Größe von 5,5 Inch mal 4,25 Inch. Unser A6-Format ist ein bisschen schmäler, was nicht stört. Manche Karten habe ich auf die 5,5 Inch gekürzt, damit das schöner ausgeschaut hat von den Proportionalitäten. Aber es ist nicht bei allen notwendig. Meine Vorgangsweise war eigentlich so, dass ich zuerst die Papierstücke zugeschnitten habe und dann die Kartensketche als Basis zusammengebastelt habe, noch ohne Verzierungen und ohne Sentiment. Verzierungen und Sentiment habe ich nämlich dann erst im Anschluss für alle 15 Karten auf einmal ergänzt. In diesem Video zeige ich es euch aber in anderer Reihenfolge, sodass eine Karte von vorn bis hinten durchgebastelt wird. Für meine Verzierungen habe ich 2 Stanzensets von Ideen mit Herz verwendet, nämlich die Eiskristalle 1 und den 3D-Weihnachtsstern. Diese Stanzen habe ich dann aus einem Glitzerpapier von Crafters Companion sowie vom Action und aus einem ganz normalen cremefarbenen Papier ganz oft ausgestanzt. Okay, damit kommen wir gleich zur Karte Nummer 1, das ist diese hier.
Für diese Karte habe ich mir erst einmal die Papierstücke aus meinem Säckchen herausgeholt und dann die Mattierungsebene nach dem Kartensketch zugeschnitten. Diese Mattierungsebene mache ich interessanter, indem ich diese Stitched Argyle Stanze von Spellbinders hineinstanze. Damit vielleicht im Hintergrund mehr Interesse und man sieht auch ein bisschen auf die cremefarbene Blankokarte durch. Als nächstes schneide ich mir dann die Mattierungsebene, die hier in schwarz auf dem Sketch eingezeichnet ist, zu. Die ist der Hintergrund für diese Rechtecke mit den schrägen Diagonalen. Die Maße findet ihr immer genau im Sketch, das ist alles sehr leicht zu finden. Im Sketch kommt dann auch noch ein Kreis mit einem Mattierungskreis dahinter vor. Dazu habe ich mir einfach 2 Kreisstanzen ausgesucht, in ungefähr der Größe, die auf dem Sketch gestanden ist. Man muss sich ja nicht genau an diese Maße halten, es ist nur eine Richtlinie und man nimmt einfach das, was man hat. Bei mir waren das jetzt Kreisstanzen mit einem gestickten Rand, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann kann man schon alles zusammenkleben, genauso wie es auf dem Sketch vorgesehen ist. Ich klebe also zuerst den gelöcherten Hintergrund auf, dann die Mattierungsebene für diese schrägen Rechtecke. In Mattierungsebenen schaue ich, dass immer ungefähr ein halber Zentimeter am Rand sichtbar ist und dann kommen die Papierstücke darauf, dass das ungefähr immer ausgeglichen ist. Für diesen ganz kleinen Streifen da in der Mitte zwischen den größeren Papierteilen habe ich mir eine Bleistiftmarkierung gemacht, wie ungefähr die Schräge sein soll und habe das dann mit der Schere abgeschnitten. Der untere Teil kann gerade bleiben, denn da kommt ohnehin der Kreis drüber. Als Sentiment für diese Karte habe ich mir das fröhliche Weihnachten herausgesucht. Das ist auch bei diesem 3D-Weihnachtsstern von Ideen mit Herz dabei. Ich habe 2 Ebenen übereinander geklebt, damit es ein bisschen mehr Dimensionen kriegt. Das Schwarze habe ich nämlich gar nicht gebraucht, deswegen habe ich das als hintere Ebene verwendet. Dieses cremefarbene Sentiment habe ich dann ganz fest mit Peacock Feathers Distress Ink eingestempelt. Darüber dann mit Embossing-Tinte. Da habe ich es wirklich fest hineingedrückt in Stempelkissen, damit es schön feucht und war, damit das Embossingpulver gut drauf hält. Dann habe ich klares Embossingpulver von Ideen mit Herz verwendet und habe das Sentiment erhitzt mit meinem Heat Tool. Durch das Embossing ist das Sentiment dann in schönem Türkis erstrahlt, passend zu meiner Karte. Als Verzierung habe ich dann so dunklere Mistelblätter mit Beeren herausgesucht und habe dann alles auf der Karte fixiert. Ein paar Perlen ergänzt und Stickles Stardust und schon haben wir die erste Karte geschafft. Mir gefällt sie sehr gut. Kommen wir zur Karte Nummer 2. Hier sind 2 Quadrate schräg auf der Karte angebracht. Beide haben eine Mattierungsebene und in der Mitte befindet sich ein Rechteck mit Mattierungsebene. In diesem Fall habe ich jetzt die Karte wirklich gekürzt auf die 5,5 Inch, damit sich das mit dem Schrägen der Quadrate auch schön ausgeht, damit das ausschaut wie auf dem Sketch. Außerdem gibt es einen Hintergrund, den ich in hellblau hier ausgeschnitten habe. Dann habe ich mir die Mattierungsebenen vorbereitet und zugeschnitten und alles auf der Karte ausgelegt, wie es ausschauen soll. Dieses eine Quadrat hat den Halbkreis daraus ausgeschnitten, der wird aber verdeckt durch das zweite Quadrat, wie ihr da jetzt seht. Dann habe ich noch das Feld in der Mitte aus weißem Papier mit einer türkisen Mattierungsebene ausgeschnitten. Und dann habe ich den hellblauen Hintergrund noch mit einer Coverplate Die von Concord Ninth, die heißt Quilted Card Front, verziert. Das macht keine Schnitte, sondern nur so Einprägungen, was mir sehr gut gefällt. Dann habe ich schon alles mit einem Tape Roller übereinander geklebt und fertig war mal die Basiskarte. Zur Verzierung der Karte habe ich einen 3D-Weihnachtsstern verwendet. Die erste untere Ebene in weißem Glitzerpapier habe ich mit Uhu direkt auf die Karte aufgeklebt, dann ein kleines Foam-Tape und dann die dunkelblaue Glitzerebene drüber geklebt. In die Mitte kommt diese weiße Verzierung und im Hintergrund habe ich noch ein paar Blätter mit Uhu direkt auf die Karte aufgeklebt. In die Mitte der Blume habe ich dann noch eine Perle aufgepickt in Blau. Zum Sentiment habe ich dann überlegt, ob ich ein gestanztes Sentiment verwende oder ein gestempeltes und habe mich dann für dieses gestempelte Sentiment entschieden. Das ist mit Peacock Feathers Distress Ink gestempelt und nachher mit klarem Embossingpulver noch darüber embossed. Ich habe das Sentiment ziemlich knapp an der Schrift zugeschnitten. Das weiße Rechteck war mir dann aber doch zu groß für die Karte. Also habe ich an der unteren Seite dieses Sentiments noch das weiße Papier weggeschnitten und nur das G herausstehen lassen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen so. Dann habe ich noch die Mattierungsebene zugeschnitten und das Ganze mit Flüssigkleber auf die Karte direkt aufgepickt. Und damit ist dann auch die Karte Nummer 2 schon fertig.
Die Karte Nummer 3 gehört zu den aufwendigeren Karten in diesem ganzen Bündel. Da muss man sehr viele Kreise zuschneiden in verschiedenen Größen. Ich habe dazu einige Stanzen herausgesucht. Ein paar haben gestickten Rand gehabt, ein paar haben einen gemusterten Rand gehabt. Aber irgendwie hat am Schluss dann doch alles zusammengepasst, Gott sei Dank. Ich wollte hier die Karte nicht auf das A2-Format, auf das amerikanische Format zuschneiden und habe sie in A6 gelassen. Daher habe ich mir die Größe für diesen weißen Hintergrund und die Mattierungsebene dieses weißen Hintergrundes nochmal selber ausgerechnet und habe das auf meine Kartengröße übertragen. Das heißt, die Mattierungsebene ist 10 mal 14,3 cm groß gewesen und das Panel, das weiße, 9,5 mal 13,8 cm. Das habe ich mir dann zugeschnitten. Um Papier zu sparen, aber auch dafür, dass meine Papiere dann zusammenpassen, habe ich mir aus dieser Mattierungsebene auf dem Sketch eben in schwarz, bei mir in hellblau, gleich 2 Kreise ausgeschnitten, die ich dann später verwenden kann. Man sieht ja eh nicht, ob da Löcher in der Mattierungsebene drinnen sind, denn das Ganze wird dann von dem Kartenpanel, bei mir in dunkeltürkis, ja ohnehin überdeckt. Für das dunkeltürkise Kartenpanel habe ich auch einen Embossing-Folder von Spellbinders verwendet, der heißt Leafy, und habe noch ein Blättermuster in das Panel hineingestanzt. Das Ganze klebe ich dann mit Flüssigkleber auf, da das besser hält bei embossten Papieren. Das Muster in meinem embossten Panel habe ich mit einem weißen Pigmentstempelkissen noch hervorgehoben. Ich benutze dafür eine Blending Brush, die eine große gerade Fläche hat, und drücke ganz leicht und sanft auf, dass ich wirklich nur die erhobenen Teile des embossten Papiers erwische. Dann habe ich mir schon begonnen, die Kreise aufzulegen. Wie bereits angedeutet, habe ich dabei ein bisschen improvisieren müssen. Ich habe sämtliche Stanzen, die ich in Kreisform oder Halbkreisform gehabt habe, zusammengesucht und habe die ungefähr in Relation zueinander gesetzt, dass ich die Größen, die auf dem Sketch angegeben sind, in etwa erreiche. Es war nicht überall genau dieselbe Größe, aber im Endeffekt hat es dann gepasst. Hier seht ihr auch, dass ich sogar einen Kreis verwendet habe mit so einem gelochten Rand, den ich dann in 2 Teile geschnitten habe. Und habe dann den verwendet. Somit war eine gewisse Abwechslung in meinen Kreisen drin und eigentlich hat mir das dann ganz gut gefallen am Ende. Die Kreise habe ich dann noch nach dem Kartensketch arrangiert und habe mir dann noch die überstehenden Teile abgeschnitten. Der Schnitt in der Mitte der Kreise muss nicht ganz so genau sein, denn der wird ohnehin noch von diesen 2 längeren Streifen überdeckt. Der ganze Kreis auf dieser Karte, der dann das Sentiment beherbergen soll, den habe ich mir noch nicht aufgeklebt, denn da war ich noch nicht sicher, ob ich das dann stempeln will und das ist leichter, wenn es noch nicht auf der Karte klebt. Ich habe dann meine Pläne komplett geändert und auf diesen eben Kreis, wo das Sentiment draufkommen sollte, habe ich dann meinen 3D-Weihnachtsstern aufgeklebt und das Sentiment habe ich mir dafür auf den Streifen aufgestempelt. Der war natürlich schon auf der Karte befestigt, aber in diesem Fall war es Gott sei Dank kein Problem. Hier habe ich einen schönen kleinen Stille-Nacht-Stempel gesucht, der da perfekt draufgepasst hat. Ich habe ihn auch wieder zuerst mit Distress Ink Peacock Feathers gestempelt, dann mit Embossing-Tinte darüber gestempelt, dann mit kleinem Embossing-Pulver Heat embossed. Ich kann dir jetzt sagen, ich habe schon ein bisschen gezittert, ob durch das Erhitzen der Karte sich die aufgeklebten Papierstücke verziehen werden, aber Gott sei Dank ist es gut gegangen. Ich habe dann meinen 3D-Weihnachtsstern auf den verbleibenden Kreis aufgeklebt und habe dann mit Foam-Tape gearbeitet, da das Band in der Mitte ja schon etwas herausgestanden ist, damit der Kreis auch gut gleichmäßig und eben befestigt wird. Außerdem habe ich Flüssigkleber zusätzlich verwendet für die bessere Haltbarkeit. Dann kommt wieder die kleine Blumenmitte auf den Weihnachtsstern und auch hier habe ich wieder Blätter dazu geklebt, um das Ganze zu verzieren. Mit ein paar glitzernden Perlen in Blau habe ich die Karte dann fertiggestellt. Kommen wir zur Karte Nummer 4. Die hat so ein Band in der Mitte und ein Quadrat darüber, sowie ein weiteres Quadrat für das Sentiment. Ich habe mir auch hier sofort wieder meine Mattierungsebenen zugeschnitten für meine gemusterten Papiere und auch das mittlere Quadrat habe ich mir gleich hergerichtet. Beim Zusammenkleben habe ich hier wieder mit einem Tape Roller arbeiten können, da das alles ebene Flächen waren und das hält hier einfach am besten. Als Verzierung habe ich hier einen Eiskristall verwendet, also eine Schneeflocke eigentlich, und habe auch wieder mehrere Perlen auf der Karte verteilt. Als Sentiment habe ich einen blauen Streifen mit Frohe Weihnachten in Türkis zugeschnitten. Diesen Streifen habe ich diesmal mit Foam-Tape aufgeklebt, damit hier ein bisschen Dimension in die Karte kommt. Ich habe dieses Sentiment-Streifen auch etwas breiter gemacht als im Sketch vorgesehen. So, damit ist Karte Nummer 4 auch beendet. Kommen wir zu Karte Nummer 5. Diese Karte erinnert mich ein bisschen an ein Schachbrett. Ich habe hier die 2 gemusterten Rechtecke
und habe mir dann für diese 2 Rechtecke auch gleich die dunkeltürkise Mattierungsebene zurechtgeschnitten. Das ist einer der Kartensketche, bei dem ich die Karte auch wieder gekürzt habe auf 5,5 Inches, weil das von den Proportionen her einfach schöner ausschaut. Die schwarzen Rechtecke auf dem Sketch habe ich in hellblau zugeschnitten und diese habe ich mir dann mit einem Prägefolder von Ideen mit Herz auch nochmal verziert. Die Prägung habe ich mit einem Brayer, also einem Roller, und Distress Oxide Speckled Egg noch hervorgehoben. Die beiden Kreise auf dem Sketch habe ich aus hellblau und cremefarbenem Papier ausgeschnitten. Die türkise Mattierungsebene habe ich wieder mit dem Quilted Card Front Die von Concord & Nines verschönert. Dann habe ich meine Rechtecke genommen und habe sie mir auf der Rückseite mit einem Klebestreifen zusammengeklebt. Und da ich beim Zuschneiden offensichtlich nicht ganz so genau war, muss ich hier noch ein paar Ecken abschneiden. So als Gesamtpaket klebe ich das dann auf meinen Kartenhintergrund. Den Mittelstreifen habe ich aus demselben Papier ausgeschnitten wie die Hintergrundebene und dann noch die 2 Kreise ausgestanzt, übereinander geklebt und auch auf die Karte ergänzt. Verzierungstechnisch habe ich mich hier wieder für einen Eiskristall entschieden, diesmal übereinander gelagert, und zwar eine Ebene in weiß, dann dunkelblau und einen kleineren Kristall in weiß darüber. Das Sentiment habe ich wieder mit Peacock Feathers auf ein cremefarbenes Papier gestempelt und dann mit Klane Embossing Pulver heat embossed. Ich habe es dann angelegt auf meiner Karte, sodass es diese beiden Rechtecke in hellblau und braun abdeckt und habe es mir auf die richtige Größe zugeschnitten, mit Foamtape aufgeklebt und ein paar Perlen auf der Karte angebracht zur Verzierung. Da jetzt unser Video schon relativ lang ist, habe ich mir gedacht, ich mache einen zweiten Teil, in dem ihr dann die Kartensketche 6 bis 15 noch sehen könntet. Auch das Zuschneiden der Papiere werde ich im zweiten Teil behandeln, falls es euch interessiert. Also ich hoffe, ihr schaltet auch zum zweiten Teil wieder zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr denkt darüber nach, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!